Quasi ist ein Video, das heißt Disturbing Things Caught on Police Body Cameras. Ihr wisst das ja vielleicht bei den Amerikanern, ne, bei den Polizisten in den USA, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei den amerikanischen Polizisten, die haben ja Bodycams dran, ne, so Kameras, GoPros, die an ihrer Uniform sind und womit sie filmen, was sie so sehen, ne, das Ganze kann als Beweismaterial oder sonst was verwendet werden. Und jetzt haben wir hier ein Video von einem Kanal, den wir schon mal geguckt haben, wo es sehr darke Themen gibt. Und diesmal geht es um wirklich darke Themen oder darke Sachen, die von Police Cameras aufgezeichnet wurden. 911 emergency, what are you reporting? Deswegen macht euch kurz darauf gefasst, das hier kann düster werden, okay? Dieses Video kann düster werden. Hello? This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home because I live in a family of 15 and we have abusing parents. Did you hear that? On January 14th of 2018, a 911 call was placed from an apparent fleeing prisoner seeking refuge for her and her many siblings. The captor? Her own parents. Reporting to the call, a police officer found Jordan Turpin, a young woman in distress, desperately seeking help for her and her family. I just ran away from home. Okay. And I live Also in für a die kein Englisch verstehen, war aus irgendeinem Grund gehen die Untertitel nicht. Die Frau, jetzt hier dieses Jordan, die lebt in einer Familie, die Familie besteht aus 15 Personen und die beiden Elternteile von ihr, Mutter und Vater, sind abusive, also misshandeln die Kinder anscheinend. Und deswegen ist sie von zu Hause weggelaufen und hat die Polizei alarmiert. family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on the bed. Now, Zwei Kinder mother sind didn't chain them angekettet. up just to be mean. Okay. They're chained up because they stole mother's food. Uh-huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Almost immediately, we can see some unusual characteristics from Jordan. She admits that she has never talked with another person outside of her family, and it's apparent that she's clearly struggling to piece together her sentences. Ich warte kurz, ich mache mal kurz noch, ob ich dadurch Untertitel kriege. Immediately, we can see some unusual characteristics from Jordan. She admits that she has never talked with another person outside of her family, and it's apparent that she's clearly struggling to piece together her sentences. She speaks as if she's just a little girl. However, it shocks many to learn that Jordan was 17 at the time of this recording. She has been isolated from the rest of the world for almost her entire childhood. Oh. Also quasi die Eltern, nicht nur, dass die Eltern die Kinder misshandeln, sondern sie verbieten den Kindern scheinbar auch Kontakt zu anderen Menschen komplett. Also wie gesagt, sie ist 17, hat noch nicht mit anderen Leuten oder so geredet. Sie wird also komplett, das ist ein echter Fall, Sie ist also komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Jordan then shows the officers the pictures of her siblings chained up back at the house. And after this, officers had all the evidence they needed to visit the home. Upon reaching the house, they gave a few unanswered knocks until a few minutes go by when David and Louise Turpin finally answer. We got a call for a check the welfare here at your house. They look immediately suspicious. However, forcing their own hand, police discover the quick and desperate attempt at covering a hideous act of evil. They found a total of 12 more children between the ages. Oh, die sind das. Boah, das sind so ekelhafte Leute. Das sind so fucking ekelhafte Leute, die beiden. Of 2 to 29, all skinny and frail with bruises across their arms. It was very apparent that these children had been abused, and after searching their room, police found exactly what was reported: chains attached to the posts of children-sized bunk beds. For years, the parents imprisoned, beat, and strangled their children, allowing them to eat only once a day and bathe only once a year. The older children appear much younger because of malnourishment. The 29-year-old weighed only 82 pounds. Warte mal kurz, Also wie gesagt, wenn Kinder oder Heranwachsende oder auch halt, ne, nicht genug zu essen kriegen, dann kommt es häufig vor, dass sie halt durch diese Mangelernährung jünger aussehen. Dass man ihnen zum Beispiel das Alter gar nicht anerkennt und sie halt aussehen wie Kinder, obwohl sie eigentlich schon volljährig sind.
Mal kurz Pounds to Kilogramm. 82, also die 29-jährige Person 37 Kilogramm. Mit 37 Kilogramm als holy shit. Holy shit, das ist so unfassbar. Diese Eltern sind so fucking ekelhaft. And the 12-year-old child had an arm circumference equivalent to that of a 4-month-old baby. For years, these children were separated from society, forcing their scope of the world to be isolated between themselves and the two evils keeping them captive. There's so much more that goes into this case than described in this video, and I encourage all those who are interested to take a look. Jordan has come out and spoke very publicly about the horrors that occurred in her own home and the struggles that follow after just discovering the world at the age of 17 years old. Die sind so, boah, diese Eltern sind so ekelhaft, die sind so fucking ekelhaft. Und ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt ja viele Fälle davon, wo Leute wirklich Kinder haben und diese Kinder waren nie draußen, durften nie raus, die waren immer zu Hause angekettet und sonst was. Es gibt so viele unfassbar tragische, ekelhafte Fälle, wo auch zum Beispiel Kinder zu Hause eingesperrt waren, nicht genug zu essen bekamen und dann den Putz, also den Gips und so aus den Wänden gegessen haben. Das ist jetzt ein neuer Fall, Leute. On August 16th of 2023, a woman was heard screaming from a busted-out window in Louisville, Kentucky. The police were alerted, and after arriving to the scene quickly, found that all the entrances to the first floor were completely barricaded. They soon noticed a window cracked open on the second floor, and after positioning a ladder to reach the opening, discovered something harrowing. He did what? Is he Hispanic? Oh Gott. Wahrscheinlich ein Entführungsopfer, die halt angekettet ist im Haus. A woman was discovered chained by her neck to the floor of the second-story room. However, after not finding any keys, resorted to using hatchets and metal cutters to remove the shackles from her body. After interviewing the woman in distress, it was discovered that she was forced into these chains by 36-year-old Moises May, the man whom she shared a child with. It turns out that a verbal argument quickly turned physical between the two, leading May to chop off locks of her hair with a machete and chain her to the room, stating, "I told you the next time you leave and don't come home, I'd kill you." May was arrested just a few days after the rescue and faced multiple charges, some of which being assault, kidnapping, and physical harassment. Boah, ey. So unfassbar abartig. So unfassbar abartig. Mich interessiert jetzt gerade die Turpin Family, was die Eltern gekriegt haben. Okay, die beiden Eltern aus dem Teil eben, die Turpin-Familie, die halt, ihre Kinder da zu Hause angekettet haben und sonst was und misshandelt haben, die haben lebenslange Haftstrafe gekriegt mit der Möglichkeit, dass sie nach 25 Jahren auf Bewährung freikommen können. Das wurde 2019 entschieden. Das heißt, 2044 haben sie die Möglichkeit, theoretisch rauszukommen. Ich weiß nicht, wie alt die jetzt schon sind, aber die werden wahrscheinlich nicht mehr wirklich rauskommen. You mentioned observing the bucket. I guess where in the basement was that located? As you go down the stairs, if you turn to the immediate right, it was at the bottom of the stairs to the right. Was it in pretty close proximity to the stairs? Yes. After you made that observation, what did you do? In February of 2022, police were called to investigate a crime scene at a family home. Okay. Did you both see this? I opened the towel, I picked up the towel and dropped it because I don't know what the fuck it is, man. I had bad vision and
She's like, is that what I think? I don't fucking know. Tara Pakinich and Steve Hendricks awaited at the door, shocked and confused. They stated that they found something bloody awaiting them in the basement and have no idea what it could possibly be. Das ist aber nicht der Basement oben. As the police officer shines his light on the object in question, his silence speaks volumes. Lying in a blood-filled bucket was the dismembered head of Shad Thyrans, Tara's son. After investigation, it was found that the murderer was none other than Shad's own girlfriend, Taylor Shabiznes. Reported by Taylor, the murder occurred while under the effects of methamphetamine while having intercourse. She strangled Shad using a chain, violated his dead body, and then chopped. Boah, was wurde gefunden? Der abgetrennte Kopf vom Sohn der Familie. Also die Eltern haben in den Keller geguckt und im Keller lag ein blutiges Etwas und sie haben halt nicht weiter nachgeschaut und konnten es nicht definieren. Und es war der abgetrennte Kopf ihres Sohnes, der dort in ein Tuch oder so eingewickelt gewesen ist, weil die eigene Freundin von ihm beim Geschlechtsverkehr, wie sie sagte, unter halt Meth stand und daraufhin ihren Freund erdrosselt hat mit einer Kette und danach ihm den Kopf abgeschlagen hat. Menschen sind so unfassbar wie. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, dass es solche Leute da draußen gibt einfach. Them up into multiple pieces before scattering them around his parents' basement. Auch in mehreren. Leute, ihr wisst, ich bin ein Horrorkanal, wir reden auch über solche Themen. Sie hat, für die kein Englisch verstehen, sie hat den Körper in mehrere Stücke zerteilt und ihn überall im Keller seiner Eltern versteckt. Most parts were hidden. However, police described 2 body parts being deliberately left for his mother to find. One was Shad's head, and the other was what police described as a male organ. Sie hat also quasi seinen Kopf und das Genital absichtlich, offensichtlich hingelegt, damit die Mutter das finden wird. Sentenced to life in prison without parole. Okay, sie ist lebenslänglich im Gefängnis ohne die. Warum? Das finde ich halt manchmal so krass. Da sind Leute vor Gericht, die unfassbar grausame, unfassbar schreckliche Dinge getan haben. Also die schlimmsten Sachen, die du dir vorstellen kannst. Und dann sitzen die vor Gericht und grinsen und lachen und sonst etwas. So unfassbar ekelhaft. Ich weiß immer nicht, es gibt ja dieses Thema Todesstrafe oder nicht. Ich bin ja immer mir unsicher, was schlimmer ist. Also jetzt mal von Steuerzahler-Sachen abgesehen, aber ich glaube, es ist nicht schlimmer, wenn du lebenslang eingesperrt bist, als wenn du einfach Todesstrafe kriegst. Ich weiß nicht, was schlimmer sein würde, aber ich bin froh, dass die nie wieder rauskommen wird. On October 16th of 2023, police were tipped about a suspected kidnapping of 23-year-old Chloe Jones in Akron, Ohio. They arrived at convicted kidnapper William Mazingo's home, and what they found was quite disturbing. All right, you can reach. Big man can fucking walk himself. No one else up there? Where do you live at here? Das habe ich mal gesehen. How far away is that? Like 30 minutes, like close to Chardon. Why don't you have a seat right there? Why don't you have a seat right there on this? Er hat, glaube ich, 2 blaue Augen, weil sie halt misshandelt wurde. Deswegen sieht sie so aus. Guys of water. Oh, we'll get you some stuff here. Car number 12. Hidden in the attic of William's shed was the brutally beaten Chloe Jones. Das Positive an diesen Videos ist halt immer, dass man erfährt, dass diese Leute geschnappt wurden. Das finde ich manchmal bei diesen anderen Videos, die wir gucken, so schwer mit anzusehen. Wisst ihr, bei den Dashcam-Videos oder sonst etwas.
in diesen Videos mit den Dashcam-Aufnahmen oder den Ring-Camera-Aufnahmen, dann ist es häufig so, da sind Leute, die machen fucking schreckliche Dinge, ne? Die machen Überfälle, versuchen Leute dann zu entführen oder sonst etwas. Nur das Problem ist ganz oft bei diesen Videos, erfahren wir nicht, was mit den Leuten danach passiert. Die sind einfach, viele werden davon nicht gestellt oder wir erfahren es, das finde ich immer ein bisschen schade. Hier erfahren wir ja wenigstens, dass die Leute ins Gefängnis kamen, lebenslänglich und sonst was. For the past 4 days, she had been physically assaulted with blunt objects and berated to the point that her eyes were swollen closed. She looked visibly disoriented. And her first thoughts were even her asking the police if she could please go to a hospital. It was discovered that William had been talking to Chloe for a little while. One day on an attempted date, William offered a ride to Chloe, to which she mistakenly didn't think twice. Similar to what he actually did with many women before, William took Chloe to his shed and proceeded to hold her captive for multiple days. Was hat er auch mit anderen gemacht? It turns out that William had been convicted of kidnapping other women on 3 different occasions in the past decade, each time only getting a light to moderate sentence. Das ist halt auch, er hat solche Sachen mit anderen Frauen auch gemacht. Er hat auch andere Frauen entführt, bei sich zu Hause gefangen gehalten und hat dafür, für die, die kein Englisch sprechen, hat dafür nur sehr leichte Strafen, leichte und mittlere Strafen gekriegt. Ganz ehrlich, wenn jemand Frauen entführt, vor allem mehrfach, ne, einmal ist schon fucking schrecklich. Aber wenn einer es mehrfach macht, wie kann man ihm dann eine milde Strafe geben? Wie kann man so jemanden nicht... Weiß ich nicht, wie kann man so jemanden nicht lebenslänglich wegsperren? So jemand ist doch eine Gefahr für alle Leute da draußen, für alle Frauen oder sonst etwas. Welches Gericht kann dort entscheiden, wir geben dir, weiß ich nicht, 1 Jahr auf Bewährung oder 1 Jahr Haftstrafe und das war's? Vor allem, wenn er es schon mehrfach getan hat. Wie oft kannst du einen und denselben Fehler machen als Gericht? Still standing trial for the kidnapping and assault of Chloe Jones. However, I truly hope that he doesn't get off as easy as he has in the previous years. Yo, Atlanta Police, stop. Stop. What? Because you have an open container of alcohol. In public, you can't have an open container of alcohol. Give me your alcohol. Give me your ID. In Orlando, a report was made of a young man causing a disturbance. The officer approached the man, and almost immediately, you could see the fear on his face. This was 19-year-old Sebastian Roman, who was walking around... Kurz für die, die es wieder nicht verstanden haben. Er ist rumgelaufen und er hatte halt eine offene Flasche Alkohol dabei, also eine sichtbare Flasche Alkohol. In Amerika darfst du nicht mit Alkohol so rumlaufen. Wenn du hier jetzt in Deutschland zum Beispiel Bier trinkst, einfach so eine Flasche dabei hast und in der Öffentlichkeit trinkst, ist ja fein. In Amerika, soweit ich weiß, darfst du es nicht. Deswegen gibt es ja auch häufig dieses typische, wo die Flaschen in Papiertüten oder so eingewickelt sind. Das kennt ihr vielleicht auch aus Filmen oder so. Einfach weil es nicht gezeigt wird, weil man es in der Öffentlichkeit nicht haben darf. Ey, der Arme, ich wäre vorsichtig zu sagen, der Arme, ich weiß nicht, von den Dingen, die wir bisher gesehen haben, glaube ich nicht, dass er der Arme ist. Weil wahrscheinlich würde er was gemacht haben noch. On the mall intoxicated, trying to flirt and chat with women. Just running a warrant to make sure you don't have any crazy warrants or anything like that. And I'm gonna get you out of here with just a verbal warning on the alcohol, okay? I'm gonna suggest you don't approach women in that manner. Yes, sir. Also er hat Frauen quasi belästigt Luckily for him, dabei. this officer recognized that this young man was just being stupid and simply made a mistake. He seemed innocent enough and didn't want to ruin his life over a small disturbance. Aber Papiertüten ist auch verboten? Ah, okay, selbst je nach Staat ist der Konsum, danke Wolfgang, selbst ist der Konsum verboten. Okay, man darf in der Öffentlichkeit in den USA einfach nicht trinken. Das, was in Deutschland fein ist, ist da nicht fein. He decided to leave Sebastian with a warning and escorted him out of the mall. On his way out, however, Sebastian would make one more incredibly unfortunate mistake. You're free to leave and everything. You have anything on you that would, drugs, guns, bombs, anything like that? No, sir. Okay. I smoked earlier, though. So you have some weed on you? No, not anymore. Okay. Do you mind if I conduct a search of your person real quick? I don't think you can. I'm asking. No. What do you have inside your bag? Just some stuff that I need to get home. Okay. Do you mind showing me?
No, I don't have to. Okay. Thank you, though. Nope. Next time I see you here. Okay. I see it. It's a jar, and it's got a little bit of weed in it. Okay. You think I'm I just dumb? finished it. Okay. With the... Is that what's inside your bag? Yeah. Also der Polizist hat gefragt, ob er irgendwas noch bei sich hat, Gras, andere Drogen, Waffen oder so. Und er hat gesagt, er hatte Gras bei sich gehabt, hat das aber jetzt nicht mehr. Und der Polizist fragt halt, ob er ihn durchsuchen kann. Hat er nicht direkt eine Erlaubnis, wenn es keinen starken Verdacht gibt, glaube ich. Und er sagt halt, nein, du darfst mich nicht untersuchen. Und dadurch entsteht jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob es jetzt so ist, dass er was gemacht hat oder ob es so in die Richtung läuft, dass wir gleich Police Brutality sehen. Das gibt es ja auch, dass Polizisten übermäßige Gewalt anwenden ohne Grund. That's it. Just the weed? Yeah. Okay, take off your bag. Don't resist. You're gonna make it a lot worse than you need to. Take off your bag. Sir, please. Don't make this worse. Get. It was at this point that Sebastian would pull out a gun Oh, er hat eine Waffe da drinne. and begin shooting at the officer. Sebastian's fear wasn't being caught for public intoxication. It was the unnerving thought that had the officer decided to search his bag, would an unregistered firearm be found, likely landing him a heavy sentence. Sebastian was just so relieved to be free from the situation that he wasn't even thinking about the words he was saying. You can tell he was willing to be entirely cooperative with the officer to get him out of the situation. He was outside, being told that he was free to go. However, after a small misstep and revealing that he had marijuana, caused a search to be warranted and a quick life-altering decision to be made. Hat den Polizisten erschossen wahrscheinlich, ne? Es ist halt, wenn ihr euch vorstellt, das ist das, was ich so gruselig in den USA finde, wisst ihr? Das ist das, was ich so sehr, 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 sehr krass gruselig in den USA finde. Das hatte ich, als ich in den USA war, auch dieses Gefühl, du bist dort und du weißt nicht, wer alles eine Waffe hat, weißt du? Jeder könnte theoretisch eine Waffe von denen bei sich tragen. In diesem Fall ja auch. Irgendein 19-Jähriger trägt eine fucking Waffe bei sich, ne? Ein 19-Jähriger, der Gras geraucht hat, der betrunken ist, trägt eine fucking Waffe bei sich. Das finde ich halt so unfassbar beängstigend und gruselig in den USA. Natürlich, wenn jemand ein Messer dabei hat, ist das auch gefährlich. Wenn jemand ein Messer dabei hat, ist das auch schlimm. Ich finde auch, niemand sollte ein fucking Messer in der Öffentlichkeit dabei haben, weil es gibt keinen guten Grund, ein Messer dabei zu haben. Ich hatte damals einen Kumpel gehabt, der hatte ein Messer dabei. Ich habe ihn gefragt, warum hast du das Messer dabei? Und seine Antwort war, falls er mal ein Seil durchschneiden muss. Das ist Schwachsinn. Du musst nie mal ein Seil durchschneiden. In den 26 Jahren, in denen ich jetzt auf der Welt bin, musste ich nie mal ein Seil durchschneiden. Einfach random. Und das finde ich halt so... Es sollten absolut keine Waffen in der Öffentlichkeit irgendwie erlaubt sein. Und das muss man sich mal vorstellen. In seinem Fall hat er sie ja nicht legal bei sich. Aber es ist halt einfach, ne, einfacher in den USA eine Waffe einfach zu kriegen. In dem Fall sagen wir zum Beispiel einfach, sein Vater hat die Waffe. Sich hat die Waffe zu Hause nicht. Kann er die Waffe nehmen? Punkt. Maria. He's running. He's going towards Millennia Convoy. Hotel Mike. White shirt, blue. Warte mal kurz, falls jetzt gleich geschossen wird, mache ich die Kamera dafür weg, weil auch wenn es geblurrt ist, so eine Direktaufnahme, wie geschossen wird, finde ich immer nicht schön. After this, the young man knew he made a grave mistake. However, after the first shot was fired... Ich glaube... Nee, man sieht nichts, ist alles gut. Ich dachte nur, vielleicht sehen wir jetzt so eine Szene, wo direkt auf den Polizisten oder so geschossen wird. Das fand ich, sollte nicht. He knew his life would never be the same. After a small shootout, the young man took his own life, preferring that over a life spent in prison. Also der Junge hat sich das Leben genommen, nachdem er sich noch eine Schießerei, nennt man das so? Shootout mit den Polizisten geliefert hat. Das ist halt so ein Fall, wo so eine Situation echt krass eskaliert ist, wisst ihr? Am Anfang war es ja einfach nur, er hat in der Öffentlichkeit getrunken, er hat das Getränk öffentlich gezeigt, dafür hat er von den Polizisten nur eine Verwarnung gekriegt und weil er dann beim Weggehen zugegeben hat, dass er Gras geraucht hat, hat er natürlich, weil das illegal ist hat er dafür gesorgt, dass der Polizist einen Grund hatte, ihn zu untersuchen, das wollte er nicht, weil er eben eine Waffe dabei hatte und durch diese immer weiter fortschreitende Eskalation kam es dazu, dass er sich am Ende entschieden hat,
sich das Leben zu nehmen, weil die ganzen Taten, die er seit dem Moment, wo er halt mit dem Alkohol erwischt wurde, sich so aufgestaut haben, dass er dann halt eine hammerlange Gefängnisstrafe wahrscheinlich gekriegt hätte. Hätte er wirklich einfach kooperiert, selbst wenn er am Ende kooperiert hätte und die Waffe gezeigt hätte, klar hätte er dann eine Strafe gekriegt. Ich weiß nicht, was illegaler Waffenbesitz in den USA dir bringt, aber es wäre eine aushaltbare Strafe gewesen. Das ist halt jetzt so ein Fall, wo er quasi, dadurch, dass er nicht kooperiert hat, dadurch, dass er die Situation stetig verschlimmert hat, hat er sich so weit getrieben, dass er halt keinen anderen Ausweg oder dass ein anderer Ausweg für ihn nicht erstrebenswert wirkte. Das ist halt krass, ne? Der war noch jung, der war jung, bekifft, besoffen. Das ist halt das Tragische in dem Fall, dass er sich selbst quasi diese normale Situation, die er ja hätte machen können, kaputt gemacht hat dadurch. Und dann nachher halt zu was Schrecklichem gegriffen hat. Krasse Themenbereiche, ne? Aber wir sind ein Horrorkanal, auch darüber reden wir.